Ich begrüße Sie zur Vorstellung der MDA-Version 8.7. Mein Name ist Matthias Gekeler. Bei ETAS bin ich der für den MDA zuständige Produktmanager. Um die hier aufgeführten Themen geht es in diesem Video. Mit den unterhalb des Videos befindlichen Einsprungmarken können Sie direkt zu den einzelnen Abschnitten gelangen. Als erstes stelle ich Ihnen eine Möglichkeit zum Austausch von Konfigurationsinhalten zwischen unterschiedlichen MDA-Versionen vor. In einer Konfiguration werden Signale aus Messdateien dargestellt, beispielsweise in einem Oszilloskop. Weiterhin können berechnete Signale aus Messsignalen abgeleitet und ebenfalls dargestellt werden. Neben Oszilloskop und Streudiagramm gibt es auch noch verschiedene Instrumente mit einer Tabellenansicht. Nach wie vor lassen sich Konfigurationen nur dann direkt in MDA öffnen, wenn sie mit der gleichen oder einer früheren MDA-Version erstellt wurden. Um eine Konfiguration zumindest teilweise in einer älteren MDA-Version wiederzuverwenden, wurde die Exportfunktion erweitert. Vor dem Export muss die Konfiguration im aktuellen Zustand gespeichert werden. Anschließend lässt sich das XDA-Format für die Exportdatei auswählen. Da ältere MDA-Versionen nur den Import von Oszilloskopen, Streudiagrammen und Tabellen unterstützen, werden beim Export in das XDA-Format auch nur diese drei Instrumente exportiert. Zum Importieren nutze ich beispielhaft MDA-Version 8.3. Das Vorgehen ist auch für alle nachfolgenden MDA-Versionen das gleiche. Nach der Auswahl der XDA-Datei werden deren Inhalte in der alten MDA-Version dargestellt. Dabei gibt es einige Besonderheiten, die im Wesentlichen auf Beschränkungen des XDA-Formats basieren. Offensichtlich ist, dass pro importiertem Instrument eine eigene Ebene angelegt wird. Ursache hierfür ist, dass Ebenen im XDA-Format nicht definiert sind. Die Ebene ist nach dem Instrument benannt. Weiterhin geht der Zeitversatz für Messdateien verloren. Berechnete Signale werden bereits beim Export nach XDA ausgeschlossen, da ältere Versionen den Import von berechneten Signalen aus MDA 8 nicht unterstützen. Aktuell arbeiten wir daran, einen möglichst vollständigen Austausch von Konfigurationen zwischen unterschiedlichen MDA-Versionen zu ermöglichen. Der Export und Import des XDA-Formats stellt lediglich eine Zwischenstufe dar, um auch mit bereits vorhandenen MDA-Versionen wenigstens wesentliche Konfigurationsinhalte austauschen zu können. Als nächstes geht es um ein neues Instrument zur Anzeige von Batteriezellspannungen. Bereits seit einigen Versionen gibt es ein Instrument zur übersichtlichen Anzeige der Imbalance-Werte aller Batteriezellen. Hierbei stellen die Balken die relative Abweichung der Zellspannung vom Mittelwert aller Zellspannungen dar. Mit MDA-Version 8.7 gibt es ein neues Instrument für die entsprechende Anzeige der absoluten Zellspannungswerte. Wie gewohnt können dem Instrument die zu betrachtenden Signale hinzugefügt werden. Beispielsweise auch aus dem Konfigurationsmanager per Drag and Drop bei gleichzeitigem Drücken der Steuerungstaste. Die Signale werden nach dem Signalnamen sortiert. Wie bei den anderen Batterieinstrumenten werden die Spannungswerte für einen Zeitpunkt visualisiert. Die Synchronisation mit anderen Instrumenten wird unterstützt. So lässt sich im Oszilloskop in der zeitlichen Übersicht des Spannungsverlaufs der gewünschte Zeitpunkt ansteuern. Entsprechend ändert sich die Anzeige in den anderen Instrumenten. Das neue Instrument bietet noch eine weitere Eigenschaft. So lassen sich sowohl eine obere als auch eine untere Grenze einstellen, die im Instrument als horizontale Linien angezeigt werden. Spannungswerte, die diese Schwellen über- bzw. unterschreiten, werden demgemäß rot oder blau eingefärbt. Im nun folgenden Abschnitt möchte ich Ihnen Erweiterungen bei der Variablenauswahl vorstellen. Um aus einer womöglich großen Anzahl von Signalen einfach und schnell die gewünschten zu finden, gibt es im Variablen-Explorer die Filterkategorien. Neu hinzugekommen sind die Kategorien für Raster und ECU. Bei der Kategorie Raster ist die Suchfunktion besonders hilfreich.
Hierdurch lassen sich die Einträge, die beispielsweise beim Busmonitoring zahlreich sein können, einfach verringern. Mit der Option Alles auswählen erspart man sich häufiges Anklicken. Bei einer Mehrfachauswahl innerhalb der gleichen Filterkategorie werden alle gewählten Einträge verordert. Die Option Auswahl invertieren erlaubt es, die Auswahl umzudrehen, also die bisher gewählten Einträge auszuschließen. Und kombiniert man dann noch verschiedene Filterkategorien sinnvoll, so verbleibt nach wenigen Klicks eine überschaubare Anzahl an Signalen in der Auswahlliste. Auch beim Hinzufügen der Signale zu den Instrumenten gibt es eine Erweiterung. Zur Veranschaulichung zeige ich im Konfigurationsmanager den Aufbau der aktuellen Konfiguration. Diese enthält auf 2 Ebenen unterschiedliche Instrumente. In jedem Instrument befinden sich beispielhaft nur wenige Signale. Nachdem im Variablen-Explorer die gewünschten Signale markiert wurden, steht im Kontextmenü ein neuer Eintrag zur Verfügung. Dieser öffnet einen Dialog, in dem alle Instrumente der Konfiguration aufgeführt sind. Mittels der Checkboxen lassen sich die Instrumente definieren, denen die gewählten Signale hinzugefügt werden sollen. Die neuen Signale werden jeweils in der Default-Position eingefügt, also im Oszilloskop in den obersten Streifen, im Streudiagramm in neuen Streifen unten, in Tabellen als zusätzliche Spalten rechts und im Statistikinstrument als weitere Zeilen. Auch der Dialog zum Ersetzen von Signalen wurde überarbeitet und erweitert. Zur eindeutigen Identifizierung von Signalen reicht es nicht, lediglich den Signalnamen zu betrachten. Dies ist offensichtlich, wenn Sie daran denken, dass Sie Messdateien vergleichen möchten. Zudem ist über den ASAM MDF4-Standard definiert, dass neben dem Signalnamen weitere Metainformationen, unter anderem ECU und Gerät, zur Identifikation betrachtet werden müssen. Diese Definition verwendet MDA im Hintergrund. Zur besseren Bedienbarkeit werden diese zusätzlichen Signalinformationen für den Anwender zumeist verborgen. Falls von Ihnen gewünscht, können Sie im Variablen-Explorer oder im Oszilloskop separate Spalten für ECU und Gerät anzeigen lassen. Da diese Metainformationen aber ganz wesentlich sind, wenn es um das manuelle Ersetzen von Signalen geht, wurde der zugehörige Dialog überarbeitet. In diesem sehen Sie für die potenziellen Ersatzsignale neben der Datei-ID nun auch immer die Angaben zu ECU und Gerät. Im Kopf des Dialogs können Sie genau ablesen, auf welches Signal mit welcher ECU-Geräte-Kombination das Ersetzen angewandt wird. Somit sind das zu ersetzende Signal und das neue Signal eindeutig erkennbar und Verwechslungen werden vermieden. Schauen wir uns den Dialog nochmals unter den gleichen Ausgangsbedingungen an. Auch die Option zum Festlegen, wie weit sich das Ersetzen auswirken soll, wurde etwas angepasst. Sie können entscheiden, ob das Ersetzen begrenzt im aktiven Instrument oder in der gesamten Konfiguration einschließlich der berechneten Signale stattfinden soll. In meinem Beispiel sehen Sie die Auswirkungen auf das berechnete Signal an dessen geändertem Signalverlauf. Und eine dritte Erweiterung möchte ich Ihnen vorstellen. Bisher habe ich Ihnen gezeigt, wie Sie selektiv eine spezielle Signal-ECU-Gerätekombination ersetzen können. Neu ist, dass der Dialog das Ersetzen für alle Signale, die den gleichen Signalnamen haben, erlaubt. Dies ist hilfreich, wenn in Ihren Messdateien die Signale bereits durch den Signalnamen eindeutig unterscheidbar sind. Sollte sich dennoch im Laufe der Zeit ergeben haben, dass manche Signale im No-Match-Zustand erscheinen, so können Sie mit dieser Einstellung die Signale in Ihrer Konfiguration wieder einheitlich machen. Gehen Sie aber mit dieser Option umsichtig um. Bisher von MDA als unterschiedlich betrachtete Signale werden dadurch zusammengeführt und sind dann für MDA identische Signale. Auch im Bereich der Berechnungen hat sich etwas getan. Wiederum konnten einige weitere Funktionen implementiert werden.
Hiervon möchte ich Ihnen die Berechnung von gleitenden Werten vorführen. Für mein Beispiel habe ich ein Signal ausgewählt, dessen Werte etwas schwanken. Bei den Berechnungen wähle ich die neue Rolling-Funktion aus. Das gewünschte Signal weise ich als Eingabesignal zu. Außerdem kann noch die Breite des Zeitfensters festgelegt werden. Als Ausgabegrößen werden das Minimum, Maximum, der Mittelwert, die Summe und das Integral berechnet. Diese finde ich im Variablen-Explorer unter dem von mir definierten Namen für die Funktionsinstanz. Im Oszilloskop kann man erkennen, dass die Werte gleitend für das von mir definierte Zeitfenster berechnet werden. Dessen Breite ist auch nachträglich anpassbar. Die Neuberechnung wird mit dem Speichern angestoßen. Dieser Abschnitt zum Thema Backup-Konfiguration steht unter dem Motto „Besser haben als benötigen“. Sobald Sie an einer Konfiguration eine Änderung vorgenommen haben, wird dieser nicht gespeicherte, geänderte Zustand durch ein Sternchen angezeigt. Seit MDA Version 8.7 wird zusätzlich zur eigentlichen Konfigurationsdatei temporär auch noch eine Backup-Konfiguration abgelegt. In dieser sichert MDA periodisch alle 3 Minuten den aktuellen Stand der Konfiguration. In meinem Beispiel ist dies für alle 4 geladenen Konfigurationen bereits geschehen. Neben dem Erstellen einer solchen Backup-Konfiguration ist es uns auch wichtig, diese wieder zu entfernen, wenn sie nicht mehr gebraucht wird. Das ist immer der Fall, wenn es keine ungesicherten Änderungen gibt, also nach dem Speichern einer Konfiguration. Oder wenn Sie aktiv und kontrolliert eine Konfiguration schließen. Egal ob mit Speichern oder ohne. Wird MDA hingegen unkontrolliert geschlossen, beispielsweise weil das Programm abstürzt oder per Task Manager sozusagen abgeschossen wird, dann bleiben die Backup-Konfigurationen zunächst erhalten. Beim nächsten Start erkennt MDA, ob und für welche Konfigurationen es einen Backup-Stand gibt. Sie können dann entscheiden, ob der zuletzt von Ihnen aktiv gespeicherte Stand, die Backup-Konfiguration oder keine der beiden Varianten geöffnet werden soll. Dementsprechend wird die nicht verwendete Backup-Datei gelöscht oder als eine neue reguläre Konfiguration geladen. Eine solche neue Konfiguration können Sie wie gewohnt parallel zur originalen Konfiguration weiterverwenden. Um Verwirrungen zwischen Original- und Backup-Konfiguration zu vermeiden, empfehlen wir Ihnen noch, die vormalige Backup-Konfiguration unter einem neuen Namen abzuspeichern und den Backup-Eintrag manuell zu löschen. Wir hoffen, dass Sie diese neue Funktion des MDA möglichst nicht benötigen. Doch im Fall der Fälle soll sie Ihnen wenigstens einen Teil Ihrer ungesicherten Änderungen retten. Thema dieses Abschnitts ist der Austausch zwischen MDA und Inka. In der Inka-Experimentierumgebung können unterschiedliche Variablentypen angezeigt und aufgezeichnet werden. Inka unterstützt die Anzeige von Verstellgrößen wie Kennwerte, Kennlinien und Kennfelder sowie von gewöhnlichen Messgrößen. Bei der Aufzeichnung können für Verstellgrößen sowohl Verstellaktionen als auch von den Verstellgrößen abgeleitete Messgrößen, sogenannte Measure Calls, in die Messdatei geschrieben werden. MDA zeigt jedes in der Messdatei enthaltene Signal an. Um gegebenenfalls ein Experiment in Inka nachstellen zu können, lassen sich die in der Messdatei vorhandenen Signale in eine LEP-Datei exportieren. Hierzu wählt man im Exportdialog einfach das gewünschte Format der LEP-Datei aus. Seit MDA Version 8.7 gibt es neben dem bereits bekannten Format Version 1.3 auch eine davon abgeleitete, speziell auf Inka zugeschnittene Variante Inka-Dialekt.
Am Rande sei erwähnt, dass als kleine Verbesserung im Exportdialog die Eingabefelder für den Pfad und den Namen der Exportdatei getrennt wurden. Und die Namen der letzten Exportdateien sind über ein Dropdown-Menü aufrufbar. Die Dateierweiterung wird anhand des gewählten Formats automatisch ergänzt. Beide LAB-Datei-Varianten können in der Variablenauswahl von Inca eingelesen und als Filter genutzt werden. Bei der Formatversion 1.3 nutzt Inca automatisch auch die Geräteinformation zum Filtern. Mit der einfachen LAB-Variante Version 1.3 erkennt Inca daher lediglich Messgrößen. Nutzt man hingegen das Format Version 1.3 Inca-Dialekt, so sieht man unmittelbar, dass darin alle bei der Aufzeichnung der Messdatei erfassten Mess- und Verstellgrößen, aber auch die von Verstellgrößen abgeleiteten Messgrößen direkt wiedererkannt werden. Die folgende Erweiterung bezieht sich auf die Migration von anwenderspezifischen Dateien beim Versionswechsel. Neben den Service Pack-Versionen, die für Inca und MDA quartalsweise veröffentlicht werden, gibt es auch noch sogenannte Minor- oder Nebenversionen. Das sind die Versionen, bei denen die zweite Ziffer hochgezählt wird, also beispielsweise von Version 8.6 nach 8.7. Für jede dieser Nebenversionen legt MDA spezielle Verzeichnisse an und speichert darin anwenderspezifische Dateien. Derzeit betrifft dies die INI-Dateien für textuelle Messdateien und FMU-Dateien, mit denen Sie eigene Berechnungen definieren können. Nach der Installation enthalten die Verzeichnisse der neuen Nebenversion lediglich die Beschreibungs- und Beispieldatei für ASCII-Formate. Beim ersten Start der neuen MDA-Version wird geprüft, ob es eine vorhergehende Version gab. Von dieser werden die Anwendereinstellungen kopiert und wiederverwendet. Daher erscheinen auch in der neuen MDA-Installation unmittelbar die zuletzt verwendeten Konfigurationen. Außerdem werden beim ersten Start der MDA-Nebenversion die INI-Dateien und FMU-Dateien von der älteren Nebenversion in die entsprechenden Verzeichnisse unter Program Data kopiert. Dadurch können Sie direkt mit den von Ihnen definierten ASCII-Formaten weiterarbeiten. Auch die bisher möglichen Berechnungen auf Basis von FMU-Dateien sind verfügbar. Bitte beachten Sie, dieser Abgleich findet nur einmal, nämlich beim allerersten Start der neuen MDA-Nebenversion statt. Und es wird bei der Migration ausschließlich das Verzeichnis der höchsten vorhergehenden MDA-Version berücksichtigt. Ich möchte noch auf eine weitere Neuerung hinweisen. Für den Export in ASCII-basierte Dateiformate wurden zwei neue Optionen eingeführt. Mit diesen lässt sich für jedes exportierte Signal der Name und der Pfad der ursprünglichen Messdatei in die neue Datei übertragen. Dadurch können gleichnamige Signale, die aus unterschiedlichen Messdateien stammen, unterschieden werden. Abschließend noch der Blick auf die vollständige Liste aller Neuerungen der MDA-Version 8.7. Einzelheiten können Sie dem What's New Foliensatz entnehmen. Diesen sowie weiteres Informationsmaterial finden Sie im MDA 8 selbst als auch auf der ETAS Homepage. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und Ihr Interesse am MDA 8.